Hallo miteinander. Heute zeigen wir euch, wie man einen sogenannten Field Strip bei einer SIG Sauer P229 macht. Am Anfang natürlich immer sicherstellen, dass die Waffe nicht geladen ist, bevor man damit anfängt. Als erstes nehmen wir dann das Magazin raus, den Schlitten einmal nach hinten bewegen und arretieren. Dann sollte die Kerbung hier beim Schlitten der gleichen Höhe sein wie der Punkt hier von dem Hebel. Den drehen wir dann mal im Viertel nach oben drehen. Und dann kann man den Schlitten wieder lösen und nach vorne schieben. Die Rückschlagsfedern und die Rückschlagsfederstangen sind einfach eingehängt. Die kann man ablupfen und rausziehen. Da einfach wichtig zu beachten, da ist extra der hintere Teil weiss markiert, damit man weiss, was hinten und was vorne ist, dass man sie nicht verkehrt rein tut. Einfach daran denken und merken, was ist. Den Lauf schieben wir einfach ein bisschen gegen vorne schieben. Dann kann man ihn anlupfen und rausziehen. Und das war bereits der Field Strip bei einer SIG Sauer P229. Um sie wieder zusammenzubauen, geht es halt einfach wieder rückwärts. Den Lauf hier vorne einfädeln, angewinkelt, reinsetzen, nach vorne bewegen, bis er schön einrasten tut. Die Rückschlagsfeder jetzt eben auch wieder richtig einfädeln. Die Rückschlagsfeder mit der Rückschlagsstange wird dann da wieder da vorne eingefädelt, reingedrückt und dann einfach geschaut, dass sie auf der richtigen Position fasst. Danach tun wir den Schlitten da vorne einfädeln. Ja. Geht einmal ganz nach hinten. Am besten hat man dann die Pistolen so, dass der Lauf mega gut zeigt, dass einem die Schwerkraft ein bisschen mithilft. Nach hinten, Schlitten arretieren. Und jetzt sollte man den Hebel eigentlich einfach wieder nach oben schieben. Und die Waffe ist wieder zusammengesetzt. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.